Moin Moin und hallo zu Game 2. Ein ganz besonderer Tag heute. Präsident Trump wurde eingeschworen als neuer Präsident, offiziell von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und was könnte da besser passen als ein Spezial zum Thema Horror? Die Themen. Haha, habt ihr euch erschreckt? Dann seid ihr perfekt vorbereitet, denn bei Game 2 wird es heute schaurig. Die ganze Redaktion hat schon Angst. Die Tore der Hölle haben sich geöffnet und heraus kam Resident Evil 7. Nach dem miesen 6. Teil will Resi mal wieder zeigen, wo die Sense hängt und nicht nur das Franchise revolutionieren, sondern VR-Enthusiasten endlich eine AAA-Alternative zu halbgaren Indie-Schockern liefern. Doch stellt sich doch die Frage, was eigentlich das Tolle an Angst und Schrecken ist. Wir haben dem Horrorgenre mal in Herz und Nieren gepiekst und dafür die besten Gruselexperten befragt, die wir in unserem Folterkeller gefunden haben. Und was ist das? Das ist ja gar nicht gruselig. Gravity Rush 2? Gibt's da Zombies? Vampire? Irgendwas? Oh, ja doch, das geht auch, klar. Süß, ein Katzenoutfit. Mann, Ingo! Ja. Leute, schnallt euch an, jetzt kommt Game 2. Wow, was für eine Themenansammlung. Was für geile Spiele sind da bitte dabei. Crazy! Und dieses wundervolle Special. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich. Ihr könnt natürlich wieder mitdiskutieren und teilnehmen unter dem Hashtag Game2. Und weil wir ja so interaktiv sind, haben wir einen extra Part für Interaktivität. Jemanden, der extra nur dafür abgestellt ist, euch als Community zu befriedigen. Und das bin nicht ich, nein, das ist Michael Krogmann. Hallo, danke Sophia. Herzlich willkommen zur Maximale Realität. Wir wollten von euch wissen, was war denn dein gruseligstes Videospielerlebnis? Und du hast dich gemeldet, ja, hast du. Und wir schauen mal rein, was du geschrieben hast. Don hat gesagt, die Szene von Resident Evil 1, in der man zum allerersten Mal einen Zombie sieht, wie er da auf dem Boden kauert, an einer Leiche knabbert und dann langsam seinen Kopf zu dir dreht. Diese Stelle hat mir damals richtig Schrecken bereitet. Wahrscheinlich auch, weil ich damals viel zu jung für das Spiel war. Aber Don, ganz ehrlich, bist du jetzt alt genug dafür? Alter, Don, du hast dich fertig. Wir haben gleich mehr davon, aber das reicht fürs Erste. Gehen wir erst zurück ins Studio. Zu Eddie und Sophia, bitte, bis gleich. Okay. Ui, war das gruselig. Schön, dass du wieder da bist, Krogmann. Ich freue mich sehr. Ja, wir bleiben direkt beim gruseligsten Thema des Abends. Nein, jetzt eben nicht mehr der Inauguration, sondern wir kommen jetzt zu Resident Evil 7. Nächste Woche kommt's raus. Wir haben es natürlich schon getestet. Wie gut ist es wirklich? Das wollte ich schon immer mal sagen. Jetzt erfahrt ihr es. Resident Evil 7. Sehr gut. Ach ja, Resident Evil. Nachdem die letzten Teile mehr Trash denn Horrorspektakel waren, möchten die Entwickler jetzt zum bedächtigen Grusel zurückkehren.
Resident Evil 7 macht deshalb Schluss mit Shootouts per Schulterblick und drückt euch Schreckmomente in der Ego-Perspektive gleich direkt ins Gesicht. Und auch bei der Geschichte wurde die Reißleine gezogen. Anstatt den 12. Zombie-Virus aufzukochen, lässt man dieses Mal die mordlustigen Hillbillies der Baker-Familie von der Leine. Die wohnen in dieser hübsch verranzten Villa und wollen sich erstmal vorstellen. Lucas, Jack and Marjorie, the joy and peaceful harmony, the lovely rotten Baker family. Sag mal, Junge, du stinkst wie Sau. Was ist das? Das ist Deo. Die doofen Lehrer in der Schule sagen immer, es riecht nach Kot und Verwesung. Na, da werde ich beim nächsten Elternabend aber noch mal ordentlich nachbohren. Wenn ich so stinke, dann kriege ich doch nie eine Freundin. Junge, dann vielleicht beseitigst du erstmal den Kadaver von deiner Ex-Freundin aus deinem Zimmer. Das sieht ja aus, ey. Wir sind anständige Leute. Ja, ich knabber halt gern vorm Einschlafen. Jetzt lass doch mal unseren Jungen in Ruhe. Er ist halt eine kleine Naschkatze. Ich will halt eine richtige Freundin haben. Eine zum Kinderkriegen. Aber du hast doch schon 2 Kinder mit mir. Die hast du doch gleich nach der Geburt aufgegessen, du Gemeine. Sag mal, wie redest du mit deiner Schwester, du Lümmel? Ein bisschen weich ist er schon. Soft geworden, Generation. Sehr soft. Millennials. Nette Gesellen, diese Bakers. Aber sind sie auch die ideale Besetzung für das neue Resident Evil? Jein. Zwar sind sie weit weniger berechenbar als die üblichen träge vor sich her schlurfenden Zombies, aber so richtig als bedrohliche Übermacht können sie sich dann eben auch nicht etablieren. Die durchgeknallte Killer-Family besteht immer noch aus Menschen, die bei uns nicht das Grauen erwecken können, das zum Beispiel ihren undefinierbaren Kollegen aus Silent Hill innewohnt. Aber das Redneck-Gruselkabinett weckt zumindest eure Neugierde. Fragen, wie Resident Evil 7 zum Kanon der vorangegangenen Spiele passt oder wo der Ursprung des Hillbilly-Horrors liegt, motivieren bis zum Schluss. Da ist es auch relativ egal, dass die eigentliche Erzählung qualitativ nur unmerklich über dem drolligen Trash des ersten Resident Evils liegt. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Weit wichtiger sind da aber Gameplay und Gruselfaktor. Und leck mich fett ist Resident Evil 7 in den Punkten gut. Trotz Perspektiv- und Stilwechsel brodelt im Kern überdeutlich die Zombie-Mutagen-DNA der ersten 2 Teile. Allein das Bakersche Horrorhaus besitzt unheimlich viele Parallelen zum Spencer-Anwesen aus Resident Evil 1. Aber die Ähnlichkeiten setzen sich auch im gemächlichen Spieltempo, den seltenen Ressourcen und seichten Rätseln fort. Das Leveldesign spielt dabei auf einem enorm hohen Niveau. Jeder Gang, jede verschlossene Tür und jedes versteckte Geheimnis ist genau am rechten Platz. Dass ihr euch Stück für Stück mit neu gewonnenem Spielzeug weitere Teile der Karte erschließt, ist die Sahnehaube auf dem schmackhaften Survival-Horror-Törtchen. Dass wir zu Beginn etwas Startschwierigkeiten hatten, wollen wir aber auch nicht verschweigen. Der Prolog ist als Einstieg etwas derb und anfängliche Sequenzen, in denen euch ein übermächtiger Gegner verfolgt, ein bisschen lästig. Außerdem waren uns 1-2 Bossfights eine kleine Ecke zu widerspenstig. Ach, und falls ihr euch fragen solltet, warum ihr die ganzen Bilder aus dem Spiel schon kennt, tja, wir sind mit unseren Eindrücken zu Resident Evil 7 so früh dran, dass wir leider keine aufgezeichneten Szenen verwenden können. Aber hey, als Duftersatz haben wir ja immerhin die bezaubernde Baker-Familie. Oh, du geiles Ding. Ganz schön zäh hier, du. Oh, Besuch. Das ist bestimmt Larry, der Postbote. Hey, mach doch mal auf, du Lauch. Ja. Sonst gibt's eine Lebraschelle. Mano, gut, warte hier, du Lula. Dein Stecher kommt gleich wieder. Wohl eher der Abstecher. Aua! Was, Mama? Ah, die Familie Baker. Schön, Sie zu sehen. Meine Lieblingsfamilie. Oh, Larry, so schön,
nicht zu sehen. Unser Kleiner hat ja das letzte Mal ein bisschen wild zugebissen. Wie geht's denn dem Bein? Ist es schön verheilt? Alles gut. Eine kleine Amputation, dann war's vorbei. Der Junge hat ein paar super Beißerchen. Oh ja, der Kleine ist ganz verrückt nach Knabberzeug. So, ich muss dann weiter, ihr Lieben. Gabt euch wohl. Na, du Fotze. Hier geblieben und vorlesen. So, wollen wir mal sehen. Liebe Barkers, auf eine tolle zukünftige Nachbarschaft, die Bäckers von nebenan. Oh. PS, unser Peterle kommt Sie morgen besuchen. Die Kinder könnten sicher toll zusammen spielen. Na, da freust du dich, du kleiner Axtmörder, oder? Oh, ich weiß schon, was wir spielen. Eine Runde Kopfschlagen. Meinetwegen, ne? Aber geht ja gleich in den Keller, da wo die anderen Kinder auch spielen. Ach, das trifft dich sehr gut. Da ist gerade eines frisch verrottet. Ich muss dann mal weg. Bis morgen, Larry. Bis morgen. Wo ich Larry, den Postboten, gerade aus dem Bild humpeln sehe, auch die Kämpfe in Resident Evil 7 fühlen sich ein bisschen nach Hinkebein an. Ganz in der Tradition des ersten Teils bewegt ihr euch auch nur träge. Droht euch ein Monster frontal neue Scheitel zu ziehen, habt ihr kaum Möglichkeit, geschickt zurückzuweichen. Das macht die wohldosierten, aber nicht seltenen Kämpfe stellenweise zu einem weit größeren Hassel, als eigentlich Not tut. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so blöde. Auf diese Art und Weise werden wir nämlich nie zum Supersoldat mit glühendem Schießeisen, sondern sind in brenzligen Situationen auch immer noch das kleine, verängstigte Opferlamm, das beim Zurücklaufen über die eigenen Füße stolpert. Dabei hilft auch die unheimliche Atmosphäre, die mit Jumpscares garniert die ideale Grundlage für den nächsten Quasi-Nervenzusammenbruch liefert. Zwar schafft es Resident Evil 7 nicht direkt ab Minute 1 eure Urängste anzuzapfen, nach und nach aber steigert sich der Horror deutlich. Zur Hälfte des Spiels erreicht das Ganze dann seinen Suspense-Höhepunkt und serviert nervenzehrenden Terror. So gruselig war Resident Evil lange nicht mehr. Generell muss Entwickler Capcom ein großes Lob ausgesprochen werden. Auch wenn der Stil nicht immer so geschmackvoll gewählt wurde, wie wir uns das gewünscht hätten, schafft es Teil 7 doch trotzdem, uns in puren Stress zu versetzen. Etwas zu viele Klischees mag es zwar bedienen, doch im Großen und Ganzen trägt das Spiel zu Recht das Evil im Titel. Böse verjagt haben wir uns nämlich reichlich. Gute Nachrichten auch für alle PlayStation VR-Besitzer. Der Horror ist unter der sperrigen Skibrille nicht nur weit intensiver, das Ganze spielt sich auf diese Art und Weise sogar auch noch eine ganze Ecke intuitiver. Resident Evil 7 ist auf herrlich zweideutige Art und Weise für uns deshalb die erste vollwertige Killer-Applikation für die Virtual Reality. Ihr merkt schon, wir sind voll des Lobes. Und das zu Recht. Resident Evil 7 übertrifft unsere Erwartungen und erfüllt fast alle unsere Hoffnungen. Mit seinen Neuerungen schafft es, das Spiel frisch und unverbraucht zu wirken, obwohl es sich im Kern so sehr auf die Anfänge der Serie rückbesinnt. Ein paar Macken mag es zwar geben, doch das Gesamtpaket stimmt. Willkommen zurück, Resident Evil. Wir haben dich vermisst. Na, ihr Frechdachse? Hatte ich nicht gesagt, ihr sollt im Keller spielen? Hallo, Frau Barker, schön, Sie kennenzulernen. Ja. Die Kekse sind echt köstlich. Was? Na! Weißt du, was man mit so Leuten wie dir macht? Den haut man eine Axt in den Rücken. Wieso? Wieso? Ja, wieso? Äffst du mich jetzt nach? Nein. Sagst du Nein zu mir? Nein? Das ist aber gut. Jetzt haben wir aber Glück gehabt. Ach, schon ein Missverständnis jetzt doof. Was? Du sagst, ich bin hässlich? Wenn das deine Mutter erfährt, die statt deine Scheißrübe in Fritteuse, wirf mich auf mit Schwein! Mama ist in der Pubertät. Naja. Ich hab einen Ball dabei. Wollen wir spielen? Ja, okay. Hey, zu mir. Vier Touchdowns in einem Spiel, Junge. Du hast es immer noch drauf, Papa. Yes. Bringt mir seinen Kopf. Omi will Knusper.
Ja, schön. Jetzt von der einen hübschen Familie zur anderen hübschen Familie. Resident Evil 7, wir haben hier die Experten sitzen, Sebastian und Colin, die es kaum erwarten können, endlich ihr Urteil abzugeben. Aber bevor da draußen die Leute es fragen, möchte ich es ganz kurz fragen. Das waren Bilder, die man theoretisch schon kannte. Dafür gibt es einen Grund. Es war nicht eigenes gecapturtes Material. Genau. Also wir stehen mit der Sendung immer so ein bisschen vor der Frage, wie aktuell wollen wir sein, was wollen wir wann reinnehmen, vielleicht auch mal nach Release, weil dann hat man freie Hand, vielleicht auch mal vor Release. In diesem Fall haben wir halt uns dafür entschieden, Resident Evil 7 so früh wie möglich reinzupacken. Nächste Woche erscheint das ja. Aber es ist eben auch eingekleidet in ein Embargo. Das heißt, vor dem 23. darf man mit eigenem Material da gar nicht arbeiten. Deswegen gibt es auch noch keine Let's Plays und alle haben so eine Art von, zumindest visuellem Maulkorb. Wir dürfen über alles reden, wir haben es durchgezockt, wir haben unsere Meinung. Ich habe mich mit ganz vielen Leuten auch darüber ausgetauscht, auch intern und extern, weil ich wirklich dafür brenne. Aber eben eigenes Material dürfen wir noch nicht zeigen. Das ist in diesem Fall, aber da waren wir uns halt einig, als wir darüber gesprochen haben, eine Kröte, die man schlucken kann. Aber also war ja okay, ich kannte jetzt noch nicht alle Bilder, aber ihr habt beide tatsächlich durchgezockt. Ja. Deswegen, ja. Also eine valide Meinung haben wir eben beide. Und das war auch dann der Grund zu sagen, okay, selbst wenn wir nicht alles zeigen können, wir hätten jetzt keine Spielszenen genommen, die voller Spoiler wären. Ja. Und ganz ehrlich, die Spielerfahrung, die wir jetzt, glaube ich, gesehen haben, die ist auch nicht so weit weg von dem, was man da gesehen hat. Also es ist genau, jetzt wir haben nicht uns jetzt im Videomaterial total auf den Anfang versteift, weil das halt nur das ist, was wir bekommen haben. Aber letztendlich hätten wir wahrscheinlich mit unserem Material auch nicht viel anderes gezeigt. Genau, weil man sonst viel zu viel vorweggenommen hätte. Aber so mit eurer Erfahrung, was würdet ihr so sagen? Es war ja nun so, dass es am Anfang, also von den Teilen her bis zum 4. Teil ungefähr, ja relativ so rätsellastig, so wie Resident Evil halt eben war. Dann wurde es immer actionmäßiger bis zum 6. Teil. Und jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, wie ist es jetzt? Wie fühlt es sich jetzt an? Ist es eher so wie die Anfänge von Resident Evil oder ist es eher so dieses actionlastige Mischmasch, was es zum Ende wurde? Ich habe es auch schon im Test ein bisschen gesagt, es fühlt sich erstaunlich nach Resident Evil 1 an. Also wirklich nach dem Ursprung der Serie. Und das, obwohl halt dieser Perspektivwechsel da ist. Ich glaube, jeder hat sich beim Anfang gefragt, als die ersten Trailer kamen, so, ey, wie kann das denn jetzt noch zu Resident Evil gehören? Kein bekannter Charakter ist irgendwie im Trailer zu sehen. Es gibt nicht die klassischen Zombies, keine Umbrella Corporation. Aber letztendlich, wenn man weit genug spielt, gibt es gewisse Parallelen, aber auch spielerisch ist das gefühlt wie 1:1 Resident Evil 1, nur halt in Ego-Perspektive. Genau. Du hast wirklich gewisse Elemente, die sich wiederholen. Du hast ein Haus, quasi gerade beim Anfang, das du halt durchforsten musst. Da gibt es gewisse Türen, die verschlossen sind, die du mit gewissen Schlüsseln erst öffnen kannst. Du öffnest dir Stück für Stück mehr Areale, dann hast du einen Ruheraum. Es ist ja, alle. Moment, wo. Den Ruheraum nenne ich natürlich nur so, aber da wo da du quasi... verzieht sich Sebastian immer hin, wenn er besonders Angst hat. Ja, eben, ja, das ist gar nicht gelogen. Also. Nein, es gab bei Resident Evil gab es ja immer diese Speicherräume. Und die gibt es halt auch wieder. Es gibt Speicherräume und da gibt es dann diese Truhen, wo man halt überschüssige Items ablegen kann, weil man ja auch wieder nur ein limitiertes Inventarsystem hat. Das habe ich immer und ja, aber das ergibt totalen Sinn, weil es deine Spielweise beeinflusst. Und in diesem Spiel ist das ganze Ding halt noch besser poliert, meinetwegen, auf diese ganzen Restriktionen, als es früher der Fall war. Also man plant wieder mehr. Das ist nicht einfach ein Durchmarsch, wo du ballerst und sagst, okay, Endgegner, nächste Mission, sondern du erschließt dir das Anwesen peu à peu. Du musst ein bisschen planen, gehe ich jetzt mehr mit Health-Items, mehr mit Munition, weil da sind vielleicht Gegner oder nehme ich einen anderen Weg. Das ist schon, es fühlt sich wirklich mehr nach Resident Evil an, als alle Teile nach Teil 2, würde ich sagen. Aber gerade dieses Munitionsding fand ich immer so ein, also das muss wirklich gut gebalanced sein, weil das kann sonst auch ein Schuss in den Ofen sein. Gerade wenn man deine Wortspiele nicht schlecht. gerade, also mich betrifft das nicht, aber es soll Leute geben, die vielleicht nicht ganz so gutes Aiming haben. Also, um mal Leute mit nicht ganz so gutem Aiming anzusprechen, ich habe es ja auch gespielt und ich finde es sehr, sehr gut gemacht. Okay, weil das ist dann nämlich, wenn du dann plötzlich nur noch mit der Machete zuhauen kannst, weil du irgendwie 6-mal am Kopf vorbeigeschossen hast, das kann dann zu Frustmomenten führen. Ja. Ja, aber es gehört halt dazu. Es ist halt, damit der Horror wirkt, brauchst du halt limitierte Ressourcen. Du musst halt dir wirklich überlegen, was brauche ich, um das jetzt zu schaffen. Und das macht's halt aus. Also ist schon. Aber die haben auch dazu gelernt. Also es ist sehr, sehr gut gebalanced. Lass uns ein bisschen auch über die Versionsunterschiede sprechen. Also zum einen, da gibt es natürlich PS4 und PS4 Pro. Und dann müssen wir natürlich auch über die VR-Experience reden. Ja, also vielleicht fangen wir einmal kurz an. Also wir hatten die PlayStation 4-Version. Kommt ja auch für Xbox One und PC. Da können wir jetzt nichts zu sagen. Wir haben es, glaube ich, beide auf PlayStation 4 Pro Haupt gespielt. Und
letztendlich ist es so, es hat die höhere Auflösung, die aber sehr, sehr gut hochskaliert wurde gegenüber der klassischen PS4 Standardversion, sag ich mal. Aber beide Versionen laufen, also wenn man jetzt flach spielt, also ohne VR, laufen, soweit wir das beurteilen können, flüssig, sehen super aus und die Unterschiede sind dann wirklich eher im Detail. Also man merkt schon, dass die länger an Resident Evil arbeiten, als jetzt meinetwegen die PlayStation 4 Pro vielleicht schon zu berücksichtigen war. Und bei VR ist es halt auch so, es ist auf jedem System, in jeder Konfiguration Gesundheit gut spielbar, aber es sieht halt schon einen Tacken besser auf der Pro aus. Ja, genau. Du hast halt, wenn du das auf der normalen PlayStation spielst und dann das VR-Headset anschließt, das fällt dir einfach sofort auf. Du hast halt ein gewisses Kantenflimmern leider und du hast so einen seltsamen Rahmen, der irgendwie alles außerhalb deines Sichtfelds so ein bisschen in der Optik halt reduziert, so ein bisschen verschwimmen lässt und du hast dann halt extremes Kantenflimmern so am Rand, aber du gewöhnst dich auch da recht gut dran. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein Ausschlusskriterium ist. Ganz kurz, das ist Gesundheit. Es tut mir leid. Der Neben des Grauens zieht dir Das ist der T-Virus. Spoiler? Nein. Ich habe es ja nur auf der normalen PlayStation gezockt und ihr habt es ja heute noch mal im Vergleich gezockt. Und mir ist bei der normalen Version aufgefallen, dass teilweise selbst Staubfäden oder Blätter so richtig plain aussehen. Ist das bei der Pro besser, also effektiv besser? Also das ist vor allen Dingen der Anfang. Beim Anfang fällt einem das sehr auf, weil du durch so ein Waldstück läufst quasi und wenn du da nur ein bisschen an die Seite guckst, dann hast du wirklich so Bäume, die aus so übereinander gelegten, schlechten Tapeten Oder so bestehen. Krähen, die so Aber das ist halt nachher nicht mehr. Du bist nachher viel in Räumen und da ist es echt sehr schön ausmodelliert und da hast du das nicht. Aber jetzt würde ich auch gerne noch mal einmal über den Pussy-Faktor sprechen. Was? Weil nein, also um den Ach so. Um den Angsthasen-Faktor, ich hätte es vielleicht besser so ausdrücken sollen. Weil, also ich habe Dead Space nicht durchgespielt, weil mir das zu gruselig war. Also, was heißt zu gruselig? Diese Jumpscare-Dinger, die machen mich wirklich fertig. Dann solltest du auf jeden Fall mit VR spielen. Ja, und ich habe ja die Kitchen-Demo habe ich gespielt auf der E3 und du warst dabei. Ja. Und es hat mich fertig gemacht. Ja. Also ich frage mich halt wirklich, ich habe Bock drauf, einerseits, aber es ist wirklich so ein Ding, wo ich dann, weiß ich nicht, ist das für jedermann wirklich auch machbar oder würdet ihr eine Warnung aussprechen und sagen, also es ist schon eine Grenzerfahrung? Also wo du sagst, ich habe da Respekt, ich sauge sowas eher auf. Also ich gehe mit der Fanboy-Brille im wahrsten Sinne des Wortes ran. Es ist aber letztendlich so, dass es ist schon ein Spiel, was die breite Masse, glaube ich, in jeder Variante erreicht. Und wie es sich für einen guten Horrorfilm oder ein gutes Horrorspiel gehört, ist es tatsächlich einfach eine gute Achterbahnfahrt. Es gibt Jumpscares, die vor allem in VR, das ist echt für mich nochmal ein absoluter Mehrwert, muss ich sagen, bei dem Spiel. Mehr knallen als alles. Also ich habe gebrüllt, ich habe körperlich reagiert, weil das alles so viel plastischer kommt. Es gibt knallharte Jumpscares, es gibt ganz viele fiese Ruhigsequenzen, weil die halt aus allen Horrorbereichen alles so zusammenzitieren, von laut und groß bis leise und still. Und in jedem Stück irgendwie spielen sie sehr, sehr, sehr gut. Es ist nicht für jedermann geeignet, aber es ist halt so, nach dem Knaller kommt dann auch wieder so die Ruhephase und das Licht am Ende des Tunnels. Die wissen schon, dass sie nicht so einen durchgeknallten PT-Horror-Trip, sagen wir mal, auf 12 Spielstunden strecken können, weil du dann irgendwann Malle im Kopf wirst. Aber trotzdem, es ist das gruseligste Resident Evil, was ich je gespielt habe. Also und in VR, wenn ich das noch ganz kurz sagen Aber darf. ganz kurz jetzt bitte. Ja, ganz kurz dazu, denn das kam auch in dem Beitrag natürlich gar nicht so richtig rüber. Es spielt sich nicht nur exzellent, es ist nicht nur die Atmosphäre, die dazukommt. Die Grafik ist schlechter, aber es spielt sich optimal. Gerade nämlich das Zielen mit dem Headtracking, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das geht so punktgenau viel, viel besser als mit dem Analogstick, wo man ja klassischerweise eher verreist oder so. Das ist super. Also du guckst hin und verteilst Headshots und bist viel toller. Haben wir beide gemerkt, weil wir es dann halt auf dem Fernseher gespielt haben und das auch bei der Arbeit, ich zumindest. Du spielst, zielst und plötzlich machst du den hier, weil du das so gewohnt bist, weil du die ganze Zeit so gezielt hast und bist so, hä, warum funktioniert das? Ah, Moment, ich bin ja gar nicht im VR. Also es ist schon sehr intuitiv. Weil ich bin sehr schlecht mit den Händen, aber sehr gut mit dem Hingucken. Das ist toll. Du kannst dir das Spiel bestimmt noch mal ausleihen, um es auszuprobieren, Etienne. Wir filmen das vielleicht auch mal. Das machen wir bestimmt. So, aber es geht ja weiter mit Horror, denn wir wollen auch mal schauen, woher kommt überhaupt Horror? Was ist die Faszination Angst? Was verbirgt sich dahinter und was haben lauter Profis überhaupt dazu zu sagen? Deswegen erstmal, so, ab dafür. Dieses Gefühl, wenn du die Angst überstanden hast, das ist einfach nicht zu beschreiben, wenn man es nicht tatsächlich selbst erlebt.
Also ich fand schon als Kind Horror unfassbar faszinierend. Mich hat alles angemacht, was dunkel war, morbide war, was sinister war. Das hat schon immer eine Seite in mir zum Schwingen und zum Klingen gebracht. Ich bin davon bis heute nicht losgekommen. Horror ist tatsächlich ein Thema, was mich irgendwie fasziniert hat von Kindesbein. Da lief im Fernsehen ein Film, der hieß Rache aus dem Reich der Toten. Und da gab es direkt am Anfang eine Szene, die sich bei mir eingebrannt hat. Da gibt es eine Szene, wo ein Mann und eine Frau hatten irgendwie Sex, das ist die Eröffnungsszene. Und er greift nach ihrer Schulter, die Frau dreht sich um und du hast so eine splatterverzerrte Skelettfratze. Und da sagte mein Vater, da wäre ich aufgesprungen und hätte gesagt, das ist es, das will ich immer sehen. Und dein Leben will ich aus dir herausrinnen sehen. Spaß am Grusel hat man insbesondere dann, wenn man weiß, dass man nicht wirklich in Gefahr ist. Man hat das Gefühl einer lebensbedrohenden Situation inklusive Adrenalin und, weiß ich, Noradrenalin, Endorphine, was da alles ausgeschüttet wird, aber ohne den wirklichen Tod. Also du hast keine Gefahr, aber den ganzen Spaß einer Gefahr. Gruseln, wohliges Schaudern, die Angst, was da hinter der Ecke lauern könnte, aber gleichzeitig auch die Freude, was dahinter lauern kann. Das mag ich total. Es hat jemand aus dem psychologischen Bereich gegeben, Herrn Barlind, der hat das dann irgendwann mal Angstlust genannt. Also man hat tatsächlich, insbesondere dann, wenn die Angst wieder abnimmt, also man die Situation durchstanden hat, so eine Art Lustempfinden. Und das hat was damit zu tun, dass natürlich, wie bei jeder Emotion, die wir haben, Hormone ausgeschüttet werden im Gehirn. Und das sind aber auch zeitgleich Stoffe, insbesondere Dopamin, die auch Lust auslösen. Also Dopamin wird auch im Körper ausgeschüttet, wenn wir was Leckeres essen. It's time for supper. Das moderne Horrorgenre, so ähnlich wie wir es heute kennen, ist eigentlich in der Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden. Aber unheimliche Geschichten gehen noch viel weiter zurück. Also wenn man sich zum Beispiel die Mythologien der Römer und der Griechen anschaut und auch die nordische Mythologie, also die Göttergeschichten, die sind wahnsinnig grausam. Da wimmelt es eigentlich nur so von Monstern und von Blut und Horror. Es gibt auf jeden Fall Ängste, mit denen wir immer konfrontiert werden im Horror. Und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Also die Angst vor dem Unbekannten ist wahnsinnig wichtig für dieses Genre. Dann die Angst natürlich vor dem Tod, vor dem Verlust eines geliebten Menschen, vor Krankheit, vor Seuchen und dann eben auch solche Fragen wie, was macht eigentlich einen Menschen böse und was ist überhaupt das Böse schlechthin? Niemand möchte allein sein. Niemand möchte geliebte Menschen verlieren. Wir alle werden diese Situation durchleben müssen oder haben sie vielleicht schon durchlebt. Und für mich spielt ein gutes Horrorspiel auch immer so mit der Angst. There are terrible demons. Autsch! Mein erstes Horrorspiel war Resident Evil 1, wenn ich mich nicht total irre, weil es einfach zu der Zeit nicht viel gab. Das ist der Türöffner für das gesamte Genre. Das ist einer der ganz großen Meilensteine, wenn es jetzt um Atmosphäre im Horrorspiel geht. Wenn ich in meinem Gedächtnis kramme, was waren so richtig geile Horrormomente in meiner Zockerkarriere, da denkt man halt an die Klassiker. Man denkt an Resident Evil 1, wie der verdammte Hund durchs Fenster bricht. So, das war, glaube ich, so der Jumpscare, der uns alle, eine ganze Generation hat der vermutlich geprägt. Das war das erste Mal, dass es wirklich so ein Schockeffekt inszeniert war durch die technischen Möglichkeiten der PlayStation damals wie im Kino. Hat mich völlig umgehauen. Auch sowas wie Silent Hill wird sehr wahrscheinlich immer wieder fallen. Und auch ich bin ein bekennender Silent Hill-Fan. Das spielt irgendwie auch so mit Urängsten. Wir haben den Verlust eines geliebten Menschen. Wir haben so ein Motiv, was ich persönlich auch extrem spannend finde. Regeln gelten nicht mehr. Also alles, was du glaubst zu wissen, wie die Welt funktioniert, wie andere Menschen funktionieren, wie du mit denen interagierst, um dich irgendwie einer Situation zu entziehen und dieser Herr zu werden. Wenn das alles nicht mehr gilt, das finde ich was sehr, sehr Verunsicherndes. Da gibt es so eine Stelle, da bist du auf so einem Gefängnishof. Und du bist einfach nur im schwarzen Nichts. Aber das ist von der Audiokulisse ganz, ganz fantastisch gemacht, dass man da so ein Galoppieren irgendwie hörte. Man sieht nichts. Es passiert auch gar keine Auflösung. Es ist einfach nur genau das. Du wirst da reingesessen und denkst, verdammt, ich bin jetzt getriggert. Ich habe jetzt Angst, dass da was passiert. Und das war so ein Beispiel wie wieder für so Entwicklermut, die einfach mal sagen, wir müssen es gar nicht erklären, wir brauchen keine Auflösung. Wir machen das jetzt einfach mal und hoffen, dass es wirkt. Und das hat bei Silent Hill 2 unglaublich gut gewirkt. Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head. Der schlimmste Moment, den ich hatte ich bei Slender. Das kam meiner Vorstellung eines Horrorspiels, was mich komplett abholt, kam das schon sehr, sehr nah. Ja, es gibt diesen Slenderman, der einen verfolgt. Soweit kennt man das ja. Und sobald man ihn sieht, weißt du, er kommt immer näher. Und es gibt dieses enorm nervige White Noise Rauschen und so ein Jaulen. Und man will wirklich einfach nur weg von ihm. Ich
Ich war so in diesem Wald drin. Der Wald war dunkel, der war dicht, der fühlte sich an wie ein echter Wald. Dann dieses tiefdröhne Bum, Bum. Das Bild krisselt und die Musik oder der Score suggeriert, du musst jetzt dringend weg, er ist direkt hinter dir. Da dachte ich so, ja, das ist Horror, das ist geil. Und dann war der plötzlich in dem Raum. Fuck you, Alter, verpiss dich mal! Wo bist du? Du Spast, ey! Guck auf den Boden, wo soll ich denn abhauen? Guck auf den Boden. Wo soll ich denn hier abhauen? Das hat mich psychisch wirklich fertig gemacht, dass der da im Eingang steht, ich nicht hinkomme und ich weiß genau, eigentlich bin ich jetzt tot. Ich hab's nur noch nicht ausgelöst. Grafisch war das jetzt vielleicht nicht übermäßig geil. War halt ein Freeware-Game, aber beim Horrorspiel das Allerwichtigste ist Immersion. Immersion. Atmosphäre muss wachsen. Und Atmosphäre ist für mich das A und O beim Gruselspiel. Und Atmosphäre kriegst du in der Regel nicht durch Lautstärke und durch Gewalt hin, sondern die Atmosphäre, die ich mag bei Grusel, ist dann eher das Langsame, das Subtile, das Aufbauende. Die Schraube so lang zudrehen, bis du es wirklich irgendwie nicht mehr aushältst. Eingeschränkte Sicht ist enorm wichtig, die Musik ist unglaublich wichtig, der Soundtrack. Dann finde ich es auch wichtig, dass man sich nicht überstark vorkommt. Also wenn man einen Charakter spielt, der verletzlich ist, der nicht in einer massiven Rüstung steckt, dann macht das, glaube ich, mehr aus. Horror ist eigentlich immer so der Eingriff des Unheimlichen und Unbekannten in den Alltag. Und ganz viele von diesen Situationen im Alltag erleben wir auf dem Sofa. Und deswegen ist das Sofa eigentlich immer mehr zu einem angstbesetzten Ort geworden. Wo kann man noch irgendwie Horror tatsächlich körperlich und emotional erfahren, ist ja wohl in den eigenen vier Wänden, also auf dem Sofa. Vor Sofas brauchen wir nicht drüber reden, hat ja jeder irgendwie Angst vor. Ach, das will. Da ist er nicht mehr ganz zu Wort gekommen. Aber schon der Miri eine übergezogen. So, aber wer jetzt zu Wort kommt, sind Alexa und Alexander Waschkau. Ist richtig, oder? Ja, alles gut. Ich finde den Namen komplizierter, als er ist, glaube ich. Wie fühlt dich? Ja, ich weiß aber nicht. Und das sagt die Russin. Was willst du damit sagen? Nix. Hast du ein Problem? Ja, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir hier sein dürfen. Eigentlich auf dem Sofa so. Ist das gruselig? Ich habe gerade schon geguckt, das scheint ja ganz safe zu sein hier. Ist nochmal Insofern alles überprüft? gut. Ja. Wer weiß. Ich hab's ja nicht so mit Wir haben tatsächlich keinen Mitarbeiter, der da reingepasst hat. Okay. Nee, tatsächlich leider nicht. Ja, aber was hier richtig reinpasst, ist eine richtig gute Frage. Nämlich, mich würde echt interessieren, wie kommt das, dass wir Horror momentan so als Entertainment wahrnehmen? War das schon immer so? Wann kam das so, dass man dachte, ey, mit Horror, das ist nicht nur Angstmacherei, sondern das kann auch Unterhaltung sein? Also so das Horrorgenre, wie wir es heute kennen und das richtige Entertainment, kann man eigentlich so mit dem Aufkommen des Romangenres auch verbinden. Das ist im 18. Jahrhundert gewesen. Also ich meine, unheimliche Geschichten eben hat es schon immer gegeben, aber als der Roman aufkommt, hat der Horror eigentlich ein ganz gutes Medium gefunden. Und spätestens als dann 1818 Mary Shelleys Frankenstein erscheint, haben wir eigentlich so eine ganz klassische Monstergeschichte, die wir auch heute noch in vielen Motiven finden. So die Kritik an der Wissenschaft, so die Angst davor, wie weit darf Wissenschaft gehen, das finden wir eigentlich heute noch. Und dann kommt der Spiritismus im 19. Jahrhundert. Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir H.P. Lovecraft und seine Wer Monster. ist das? Was hat er? Also ist das ein Autor auch? Ja, oder wie? das ist der Autor, dem wir den Cthulhu-Mythos zu verdanken haben. Und dann kommt natürlich der Film dazu, also George Romero und seine Night of the Living Dead in den 60er Jahren. Das sind alles so Sachen, das sind so richtige Meilensteine des Horrorgenres, die uns auch heute noch beeinflussen. Also im Prinzip hat das Horror so dieses Medium gebraucht, dass es nicht nur weitererzählt wird, sondern dass sich ein Massenmedium wie das mit dem Buch, also mit der Romanzeit das hat sehr gut gepasst, genau. Also Menschen wollen gerne unheimliche Geschichten erzählen und Film, Bücher, also Romane und Spiele sind natürlich geniale Mittel, um sowas zu machen. Was passiert denn rein biologisch betrachtet? Also wir haben ja schon so ein paar Theorien gehört, auch von Simon und von Wolf so. Gerade dieses
diese Diskrepanz zwischen, ich bin einerseits in einem sicheren Umfeld, meinem Wohnzimmer oder weiß ich nicht, beim Bungee-Springen hänge ich am Seil oder so. Und gleichzeitig, aber gleichzeitig passiert auch etwas, das dir oder deinem Körper suggeriert, Gefahr. Was passiert im Körper? Warum finden wir diesen Nervenkitzel irgendwie auch ganz sexy? Ich habe den Begriff Angstlust ja im Beitrag schon einmal erwähnt. Ja. Also es ist im Prinzip so viele Hormone haben wir gar nicht im Körper. Und gerade bei Angst, das ist eine sehr starke Emotion, werden relativ viele Hormone ausgeschüttet. Und insbesondere Dopamin wird ausgeschüttet. Und das ist interessanterweise auch ein Stoff, der ausgeschüttet wird, wenn du was Leckeres isst. Also Schokolade fördert auch Dopamin. Und wenn du im Grunde weißt, mir kann ja nichts passieren, wie bei einem Film im Kino oder zu Hause auf dem Sofa, wenn es kein böses Sofa ist, dann kriegst du diese ganzen Hormone und weißt aber, ich bin sicher und kriegst diesen Rush, diese Emotionen und das empfinden viele Leute als luststeigernd tatsächlich. Und ist ein Kick. Ist ein Kick, genau. Ja. Und es gibt sogar, weil du Bungee-Jumping erwähnt hast, sowas wie Sensation Seeker, also Menschen, die immer wieder den Kick auch suchen und mehr suchen. Adrenalin-Junkies. Genau, und die stehen auch deutlich mehr auf Horror als andere Leute. Also es gibt auch Leute wie mich, also ich bin eigentlich kein Sensation Seeker, also ich stehe gar nicht so auf Horror, ehrlich gesagt. Du nicht? Nee, gar nicht. Ach, In der Theorie. Praxis, also Filme gucken und so eher nicht. Nein, das gibt einfach Also lieber wissenschaftlich. Dann hätte ich nämlich noch tatsächlich eine wissenschaftliche Frage. Und zwar ist es ja so, wir reden hier die ganze Zeit eher darüber, wie man Angst macht. Also wie man bei uns Angst erzeugt. Aber wie ist das, wenn ich jetzt eine Phobie habe und die behandeln lassen will? Und wir haben ja heute so viel über Virtual Reality gesprochen. Gibt es da eigentlich Ansätze, dass ich sage so, ey, ich kann mit Virtual Reality deine Phobie therapieren, wegen des sicheren Umfelds zum Beispiel auch? Also es gibt verschiedene Ansätze natürlich für Therapien. In der Verhaltenstherapie gibt es sowas, das nennt sich Expositionstherapie. Was heißt das? Ich stelle mich meiner Angst so lange, bis mein Körper lernt, ich muss da gar keine Angst vor haben, wenn es nicht real ist. Wenn mir eine Spinne auf die Hand gesetzt wird. Zum Beispiel. Am Anfang fängst du uns mit Leuten, die richtig doll Angst vor Spinnen haben, damit an, sie in einen Raum zu führen und ihnen zu sagen, da ist eine Spinne im Raum. Das reicht schon. Ja. Also bis sie die auf die Hand kriegen, ist lange, lange Zeit später. Und es gibt seit Anfang der 2000er, da gab es ja die ersten Virtual Reality Dinger, schon Studien, wo Psychologen geguckt haben, können wir zum Beispiel Höhenangst mit Virtual Reality, also Leuten vorgaukeln, sie stehen ganz weit oben und sie können ihre Angst. Und das funktioniert. Und das funktioniert relativ erfolgreich. Und jede Studie, die du zu dem Thema liest, das hat es über alle Jahre jetzt gegeben, bis 2017 hin, 2012 gab es eine große Metastudie, wo sich ganz viele Studien angeguckt wurden. Die Aussage war immer, das funktioniert. Nice. Und wenn sich Virtual Reality mehr in der Gesellschaft durchsetzt, wird das sehr viel effizienter sein. Und wir sind, glaube ich, jetzt gerade dabei, dass Virtual Reality sich wirklich durchsetzt. Das ist ja cool. Und es gibt Universitäten für Psychologie, Lehrstühle, die nutzen das tatsächlich schon in der Therapie. Okay, geil. Das ist ein gutes Argument, wenn Kinder sich dann zum Beispiel Virtual Reality wünschen, weil es therapeutische Zwecke. Ja, Papa, genau. Ich glaube, ich habe Angst vor Spinnen. Kannst du mir eine VR-Brille kaufen? Ich brauche eine Vive oder ich brauche eine PSVR. Genau. Ja, Alex, schön, dass ihr da wart. Hoaxilla-Podcast, wir haben es ja schon in diversen anderen Sendungen auch immer wieder empfohlen. Da kann man mehr von euch hören, da kann man auch mit euch in Kontakt treten. Genau. Und wir machen jetzt weiter mit etwas komplett Ungruseligem, wobei über das Charakterdesign kann man streiten. Vor 2 Tagen ist Gravity Rush erschienen für die PlayStation 4, ist der Nachfolger von Gravity Rush auf der Vita. Wir haben es uns natürlich auch mal auf den Zahn gelegt und jetzt legen wir es euch auf den Zahn. Viel Spaß. Da! Ein Steinadler! Oh, was ein majestätisches Tier! Sie lernen das Fliegen bereits mit 47 Tagen und erreichen eine Spannweite von bis zu 2,30 Meter. Majestätische Tiere! Und was ist das da? Na da! Das, meine lieben Naturburschen, ist kein Vogel, das ist Cat. Nachdem die leichtfüßige Blondine bereits vor 5 Jahren für Begeisterung unter PlayStation Vita-Spielern sorgen konnte, verschlägt es die einzigartige Protagonistin nun direkt auf die PlayStation 4. Da setzt das zweite Abenteuer der zierlichen Heldin kurz nach den Geschehnissen des ersten Teils ein. Von einem Gravitationssturm ins Niemandsland gerissen, muss Cat zusammen mit ihrem Freund Sid Gravitationserz aus Minen klöppeln, um sich ihr täglich Brot zu verdienen. Und dann ist auch noch Haustiger Dusty verschwunden, der Cat die Schwerkraft beeinflussen lässt. Ungeheuerlich. I don't get it. Ja, wer Cats erstes Abenteuer verpasst hat, wird zu Beginn einige Fragezeichen in den Augen haben. Fliegende Städte, Glubschaugenmonster, Gravitationsstürme und Zauberkatzen?
Klingt erstmal mächtig verwirrend, fügt sich aber nach der etwas zähen Anfangsphase auch für Serienneulinge zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Wie bereits im Vorgänger präsentiert sich die Story in schön animierten Comicstrips. Lesen ist also absolute Pflicht. Im Gegenzug belohnen uns die Macher aber mit vielen liebevoll ausgeschmückten Geschichten um moralische Dilemmas, Freundschaft und die Suche nach Cats Vergangenheit. Und witzig ist das Ganze auch noch, jedenfalls wenn man den typisch japanischen Humor zu schätzen weiß. Wo ein Blick mehr bedeutet als viele Worte. Und dass wir heute schon zum zweiten Mal zusammen essen. Ich weiß. Hildegard, ich möchte Ihnen heute etwas sagen. Sony Suzuki! Hadouken, Hadouken! Dass ich mehr Banzai! finde. Ja? Sehen Sie mich an. Ich werde schon so lange zu Ihnen sprechen. Ingo desu ka? Oh, Junge, Reninate. Ah, oh, watashi wa Buddhiman desu. Ay, pwede din yun. Sei's drum. Das Herzstück von Gravity Rush 2 ist eben nicht nur seine Geschichte, sondern auch die erfrischend unverbrauchte Spielmechanik. Als Gravi-Shifterin hat Cat die Fähigkeit, frei zu entscheiden, in welche Richtung die Schwerkraft wirkt. Das mag anfänglich für Orientierungsprobleme sorgen, mausert sich aber bereits nach kurzer Zeit zu einer spaßigen Art, die Welt zu erkunden. In den frei erkundbaren Wolkenstädten gibt es einiges zu erledigen. Nun gut, nicht jede Aufgabe ist der Kracher. Repetitive Botengänge oder ein Nebenjob als Briefträger gewinnen keinen Innovationspreis. Einen netten Blick in die Welt und die Geschichten ihrer Bewohner vermitteln sie jedoch allemal. Aber warum mache ich gerade noch mal Bilder von jungen Frauen für einen alten Mann? Ach ja, vertreibt böse Geister und Krankheiten, klar. Wie schon im Vorgänger kann Cat aber nicht nur nett lächeln, sondern auch anständig austeilen. Dabei verdrischt sie Monster, Mechs und einfache Fußsoldaten mit allem, was nicht nied- und nagelfest ist. Schleudern wir Gegnern Tische, Stühle und ihre Kollegen um die Ohren oder verpassen ihnen aus vollem Flug einen saftigen Tritt, kommt schon mächtig Laune auf. Da ist es umso bedauerlicher, dass das unpräzise Anvisieren der gegnerischen Schwachpunkte sowie gelegentliches Kamerachaos immer wieder für Frust in den eigentlich spaßigen Kämpfen sorgt. Für frischen Wind auf dem Schlachtfeld sorgen zwei neue Stile, die Cat im Laufe des Spiels kennenlernt. Macht uns der Luna-Stil leicht wie eine Feder, bewirkt der Jupiter-Stil das exakte Gegenteil und wir werden schwer wie Blei. Diese beiden neuen Kostüme haben nicht nur Einfluss auf die Bewegungsabläufe der Schwerkraftschummlerin, sondern können auch als taktische Varianten im Kampf eingesetzt werden. Richtig Bam in die Fresse! Die Möglichkeit, Cats Fähigkeiten zu upgraden, Talismane und Kostüme geben euch die Chance, Cat im Laufe des Spiels immer weiter zu individualisieren und kräftiger austeilen zu lassen. Allzu großen Tiefgang sollte hier aber niemand erwarten. Apropos fehlender Tiefgang. Auch bei den Missionen hätten etwas mehr Sorgfalt an der einen oder anderen Stelle gut getan. Bei den Schleichmissionen etwa wird einem ausgeklügeltes Vorgehen immer wieder durch Gegner, die ohne erkennbaren Grund Alarm schlagen oder uns durch Wände hindurch erkennen, vermiest. Die Lösung? Einfach schnurstracks vorbeirennen. Die nähere Umgebung scheint Feind wie Freund generell wenig zu interessieren, selbst wenn Cat ihre Mitmenschen in aller Regelmäßigkeit in den Abgrund reißt. Mann, wo ist Cat schon wieder? Die wollte vor 20 Minuten hier sein. Keine Ahnung, die wollte sich noch umziehen oder so. Ein bisschen warten wir noch. Ah, warte, ist sie das nicht? Oh. Sorry, ist ein bisschen spät geworden. Habt ihr Bock? Gehen wir jetzt feiern? Bisschen Party? Ja? Jupp, besonders rücksichtsvoll ist Cat nicht. Gravity Rush 2 lebt, wie sein Vorgänger auch, von seiner originellen Spielmechanik und einer herrlich detailverliebten Welt. Begibt sich Cat in luftige Höhen und reizt ihre Fähigkeiten aus, kommt eine ganze Menge Spielspaß auf. Ist der erste Aha-Effekt jedoch einmal verflogen, machen sich auch die Schattenseiten wie die teils unpräzise Steuerung, Kameraprobleme oder oft seichte und repetitive Missionen bemerkbar. Freunde japanischer Spiele dürfen sich trotzdem auf eine unterhaltsame Reise in eine interessante Welt freuen, die wir euch zur jahresanfänglichen Spieleflaute gerne ans Herz legen möchten. Kann sowas. Das ist echt krass. Habe ich geskillt. Apropos Skills, wir zum Abschluss wollen noch mal rüberschalten zu Monster Krogi. Krogi, hast du noch was am Start für uns? Hast du noch Feedback? Na klar, Ede, absolut.
Leute, wir wollten wissen, was war dein gruseligstes Videospielerlebnis? Und du hast geliefert. Kai schreibt zum Beispiel, schauen wir mal Kai an. Kai schreibt ganz eindeutig Fahrenheit. In der Szene nach dem ersten Mord. Schaut ruhig drauf auf den Rechner, Freunde. In der Szene nach dem ersten Mord, wo man gerade bei sich zu Hause blutverschmiert aufwacht, man ins Bad geht, um sich was aus dem Spiegelschrank zu nehmen und auf einmal steht die Leiche im Spiegelbild direkt hinter dir. Hat mich als Kind richtig geschockt, sagt Kai. Wir schauen mal rein. Was machst du mit uns, Kai? Einen noch? Stefan. Stefan hat auch eine Einsendung gemacht. Stefan sagt Half-Life 1. Er kannte es überhaupt nicht. Habe nichts vorher gehört von dem Spiel. Und als es dann im Testchamber das Experiment schief ging, da war ich so geflasht und schweißnass. Weil es für die Zeit 1998 in meinen Augen einfach die absolut beste Atmosphäre hatte. Komm schon, zeig es mir. Das war's? Das kann nicht alles gewesen sein, oder? Nein. Was habt ihr noch? Was habt ihr noch? Komm, wir gucken mal. Martin hat noch einen. Martin schreibt 4. Der Moment, wenn man sich die Leiter runterschwingt. Der Charakter dreht sich um runterzuklettern. Und bam! Steht dieses kleine, gruselige Mädchen da. Meine Funkmaus ist an der Wand zerschellt. Rest in Peace, Maus! Und Rest in Peace, Martin! Okay. Ich brauche einen Kaffee. Zurück ins Studio. Danke. Wow. Stark, ganz stark. Dankeschön, Michael. Nicht schlecht. Ich glaube, er braucht auch ein bisschen Wochenende. Und wir auch. Ja, deshalb das wär schön. Machen wir jetzt Schluss. Das war's mit Game 2. Wiederschauen. Reingehauen. So. Weekend Vibes. Endlich. Ciao. Wochenende. Okay. Einen Kaffee trinken jetzt? Feierabend, Malte. Tschüss, Malte. Tschüss, Krugi. Nein, Sophia, du warst der Hammer. Mann, der Joker am Ende war richtig gut. Hey Leute, sag mal, hier steht jetzt noch die komische Couch hier rum. Was machen wir mit der jetzt noch? Ey, ich weiß auch nicht, ich will jetzt ins Wochenende. Lass die einfach stehen und... Ich glaube, Thaddeus wollte die am Montag schreddern. Oder sowas, ja, einfach weg damit. Ja, gut, jetzt Scheiße. Boah, Alter, ich hab mich so drauf gefreut. Abheim. Leute? Tim? Sophia? Irgendeiner? Hallo? Vier Touchdowns in einem Spiel, Junge.